Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Buddy. Wir beschäftigen uns heute mit dem Berechnen der Inversen einer Matrix mit dem Algorithmus von Gauss-Jordan. Also wir haben hier die 3×3-Matrix B. 3 Zeilen und 3 Spalten, 3×3. Und wir suchen die Inverse, also wir suchen jene Matrix B hoch minus 1, mit der multipliziert, also die B mal B hoch minus 1, muss die Einheitsmatrix herauskommen. Und die schaut in dem Fall für 3×3 so aus. 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Also die hat in der Hauptdiagonalen lauter Einser und sonst Nullen. Also ich suche die Matrix B hoch minus 1, mit der multipliziert mit der Matrix B die Einheitsmatrix herauskommt. Und das funktioniert so. Man schreibt sich jetzt zunächst mal die Matrix B ab. Also 1, sollte man nicht gleich verschreiben beim Abschreiben, 1 minus 8 minus 2, 0, 4, 1 und minus 1, 1, 0. Also wirklich, da muss man so aufpassen, nicht so wie da. So, dann macht man einen Strich und dann schreibt man sich die Einheitsmatrix daneben. 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Jetzt möchte man, dass hier auf der linken Seite genau diese Einheitsmatrix steht. Und das macht man mit elementaren Zeilenumformungen. Also, wir haben hier ja schon eine 1, das ist sehr elegant. Die können wir also stehen lassen. Und jetzt wollen wir hier und hier natürlich eine 0 haben, so wie hier. Das heißt, wir zählen zur zweiten Zeile, das ist ja die zweite Zeile, was dazu? Ja, 8 mal die erste Zeile. Warum? Ja, weil 8 mal 1 ist 8, minus 8 plus 8 ist 0. Zur dritten Zeile hier, was werden wir da dazu zählen? Ja, da zählen wir 2 mal die erste Zeile dazu, weil 2 mal 1 ist 2, minus 2 plus 2 ist 0, also plus 2 mal der ersten Zeile. Wir formen um. So, die erste Zeile lassen wir stehen. 1, 0, minus 1, Strich. Und auch da können wir die erste Zeile stehen lassen. 1, 0 und 0. So, zur zweiten Zeile zählen wir 8 mal die erste Zeile dazu. Minus 8 plus 8 ist 0. 4 plus 8 mal 0 ist 0. 4 plus 0 ist 4. So, 8 mal minus 1 ist minus 8. 1 minus 8 ist minus 7. So, da haben wir 0 plus 8 ist 8. Da bleibt der 1er erhalten, weil 8 mal 0 ist 0 und da bleibt der 0er erhalten, weil 8 mal 0 ist 0. Jetzt zur dritten Zeile zählen wir 2 mal die erste Zeile dazu. Also 2 mal 1 ist 2, minus 2 plus 2 ist 0. 2 mal 0 ist 0, 1 plus 0 ist 1. 2 mal minus 1 ist minus 2, 0 minus 2 ist minus 2. So, da auch 2 mal die erste Zeile dazu. 0 plus 2 ist 2 und den Rest können wir abschreiben. Da 0, weil da oben stehen ja lauter Nullen. Und da 1. So, was wäre jetzt angenehm? Ja, angenehm wäre jetzt, wenn hier, das sehen wir ja, hier sollte eine 1 stehen, an zweiter Stelle. Wie erreichen wir das? Ja, indem wir jetzt einfach die zweite und die dritte Zeile vertauschen. Also wir vertauschen hier 2 und 3 und schreiben uns das wieder an. Also, die erste Zeile können wir komplett stehen lassen. 1, 0, minus 1, 1, 0, 0. So, jetzt machen wir hier, das wird jetzt unsere neue zweite Zeile, also 0, 1, minus 2 und 2, 0, 1. 2, 0, 1. Und das ist unsere neue dritte Zeile.
0, 4, minus 7, 8, 1, 0. So schaut schon recht gut aus, oder? Hier die erste Spalte schaut schon so aus, wie sie ausschauen soll. Bei der zweiten Spalte haben wir hier das Pivot-Element, die 1, ist auch angenehm. Und drüber und drunter dürfen jetzt nur Nullen stehen. Drüber haben wir schon eine 0, das heißt, jetzt müssen wir nur den 4 drunter wegbringen. Wie geht das? Ja, indem ich die dritte Zeile von der dritten Zeile 4 mal die zweite Zeile abziehe. Also minus 4 mal der zweiten Zeile, weil 4 mal 1 ist 4, 4 minus 4 ist 0. Also jetzt in dem Schritt geht es ganz leicht. Da können wir jetzt die erste Zeile komplett abschreiben, also 1, 0, minus 1 und 1, 0, 0. Die zweite Zeile können wir auch komplett abschreiben, 0, 1, minus 2, 2, 0, 1. Und bei der dritten Zeile heißt es minus 4 mal der zweiten Zeile. Der Nuller bleibt, weil 4 mal 0 ist 0. 4 minus 4 ist 0. So, jetzt Achtung, jetzt müssen wir aufpassen, gell? Minus 4 mal die zweite Zeile. So, Minus und Minus ist Plus, gell? Also haben wir 2 mal 4 ist 8. Minus 7 plus 8 ist 1. Angenehm. Jetzt da. Dritte Zeile, minus 4 mal der zweiten Zeile. 4 mal 2 ist 8. 8 minus 8 ist 0. 1, 0. Ach, Achtung, da müssen wir aufpassen. Da haben wir 0 minus 4, also minus 4. So, jetzt schaut es auch schon wieder besser aus. Jetzt haben wir hier da dieses Pivot-Element. Jetzt möchten wir natürlich, dass hier drüber alles Nullen stehen, so wie da. Also, wie geht es? Ja, indem ich die erste Zeile plus der dritten Zeile nehme, weil minus 1 plus 1 ist 0. Also erste plus dritte Zeile. Und was muss ich zur zweiten Zeile dazu zählen? Hier die zweite Zeile plus 2 mal der dritten Zeile. Dann kriege ich da auch die 0 hin. Also, erste Zeile plus dritte Zeile. Da wird sich nichts ändern, also habe ich da 1, 0, minus 1 plus 1 ist 0, ja, das war gewünscht. Achtung, erste plus dritte, 1 plus 0 ist 1, 0 plus 1 ist 1, 0 minus 4 ist minus 4. So, die zweite Zeile plus 2 mal der dritten Zeile. Da haben wir 0, da haben wir ja auch ein Nuller, also bleibt da die 1 stehen. 2 mal 1 ist 2, minus 2 plus 2 ist 0. Da bleibt der 2er stehen, weil da haben wir ja ein Nuller. 0 plus 2 ist 2. Und da müssen wir jetzt wieder aufpassen. 1, 2 mal minus 4 ist minus 8, 1 minus 8 ist minus 7. Und die dritte Zeile schreiben wir ab. 0, 0, 1 und 0, 1, minus 4. Und jetzt sind wir fertig, weil wir haben jetzt hier links stehen die Einheitsmatrix E. Und wenn wir uns nicht ganz arg verrechnet haben, haben wir dann hier die Inverse b hoch minus 1 stehen. Das müssen wir jetzt aber überprüfen, wie mit dem Falkschema, indem wir das jetzt auch ausrechnen. Also das b mal b hoch minus 1, das rechnen wir jetzt aus. Schauen, ob wir richtig gerechnet haben. Jetzt schreiben wir uns fürs Falkschema zunächst das b hoch minus 1 ab. Also 1, 2, 0, 1, 2, 1 und minus 4, minus 7 und minus 4. Dann machen wir 2 gerade Striche runter. So. Und so. Da einen geraden Strich her. Das ist ja jetzt unser b hoch minus 1 und jetzt schreiben wir hier vorne die Matrix b hin. 1, 0, minus 1,
minus 8, 4, 1 und minus 2, 1, 0. So, jetzt heißt es wieder erste Zeile mal erster Spalte. Einmal 1 ist 1, da haben wir 2 mal 0 und 0 ist also 1. So, erste Zeile mal zweiter Spalte. 1 plus 0 minus 1 ist 0. Jetzt hier minus 4 plus 0 und minus ist plus, minus 4 plus 4 ist 0. Dann die zweite Zeile mal der ersten Spalte. Minus 8, dann 2 mal 4 ist 8, minus 8 plus 8 ist 0, 0 mal 1 ist 0, also kommt dann 0 heraus. Dann zweite Zeile, zweite Spalte. Minus 8 mal 1 ist minus 8, plus 2 mal 4 ist 8 ist 0, 1 mal 1 ist 1. Dann die dritte, minus 8 mal minus 4 ist 32, minus 4 mal 7 ist 28, 32 minus 28 ist 4, minus 4 ist 0. Dann haben wir da, 1 mal minus 2 ist minus 2, plus 2 ist 0, plus 0 ist 0, minus 2 plus 2 ist 0, plus einmal 0 ist wieder 0, ist 0. Und da haben wir Minus und Minus ist Plus, 2 mal 4 ist 8, minus 7 ist 1, 0 mal 4 ist 0, ist also 1. Da haben wir wieder die Einheitsmatrix herausbekommen, also haben wir vorher richtig gerechnet, das b hoch minus 1 ist also 1, 2, 0, 1, 2, 1 und minus 4, minus 7 und minus 4. Und das geht ganz elegant mit dem Algorithmus von Gauss-Jordan. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.